Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Kapitalmarkt-Updates von Raiffeisen Capital Management. Ja, es geht in die Zielgerade Richtung Weihnachten. Mit unserem ersten Kapitalmarkt-Update im Oktober läuten wir also das vierte und somit letzte Quartal im heurigen Jahr ein. Fast ist man geneigt, Gott sei Dank zu sagen, denn der September war zumindest performance-technisch nicht der Month to Remember. Eine kurze Zusammenfassung gefällig? Nun, im September kam es das vierte Jahr in Folge an den amerikanischen und europäischen Aktienmärkten zu einem negativen Performance-Ergebnis. Doch auch das globale Anleihenaggregat schrieb im abgelaufenen Monat zum 7. Mal in Folge einen negativen Return. So verzeichnete zum Beispiel die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen mit einem Plus von 1% den größten Quartalsanstieg seit ca. 15 Jahren. Diese Bewegung wurde zumindest in relativen Terms nur mehr von der Verdoppelung der Renditen 10-jähriger japanischer Staatstitel getoppt. Mit einer Rendite von ca. 0,8% erreichten die Bonds im Land der aufgehenden Sonne den höchsten Stand seit 2013 und brachten den in dieser Anleiheklasse investierten Anleger dementsprechende Kursverluste. Doch auch bei den Rohstoffpreisen und hier im Speziellen bei Rohölpreisen der Sorte Brent kam es im dritten Quartal zu einem knapp 30% starken Anstieg auf ca. 95 US-Dollar pro Barrel. Dieser Anstieg zählt zum größten Quartalsanstieg seit Anfang 2022, als die russische Invasion in der Ukraine begann. Als Auslöser wird die Angebotsverknappung seitens Russland und Saudi-Arabien genannt. Dieser massive Anstieg des Ölpreises schürt aber auch die Befürchtung, dass die Zentralbanken länger als noch vor kurzer Zeit angenommen die straffe Geldpolitik beibehalten werden müssen, um nämlich das Aufwärtsrisiko für die Inflation zu minimieren. Diese im Kapitalmarkt vorhandene Befürchtung eines Higher for Longer, also einer Absage für vorzeitige Zinssenkungen, wurde dann auch am Montag nicht gerade weniger, als in den Vereinigten Staaten von Amerika der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht wurde. So befindet sich dieser Konjunkturvorlaufindikator zwar mit 49 Punkten noch immer knapp unter der Expansionsschwelle, konnte aber mit einem Anstieg von 1,4 Punkten die Mehrzahl der Ökonomen überraschen. Apropos überraschen, man glaubt es kaum, aber es gibt auch Daten, die ein optimistisches Signal für einen Disinflationstrend zulassen. So brach in der Vorwoche der deutsche Verbraucherpreisindex für September von 6,4 auf 4,3% im Jahresvergleich ein. Der niedrigste Stand seit 2 Jahren wird mit Basiseffekten vom Vorjahr und einer deutlichen Verlangsamung der monatlichen Veränderungsrate kommentiert. Ein Thema, welches ebenfalls nicht gerade für gute Stimmung am amerikanischen Börsenparkett gesorgt hatte, nämlich der Stillstand der US-Regierung, wurde vorerst einmal abgewendet. In sprichwörtlich letzter Minute hat der Kongress mit der maßgeblichen Beteiligung des republikanischen Speakers des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy eine Übergangsfinanzierung, welche bis 17. November gültig ist, beschlossen. Ohne diesen Beschluss hätten zum 1. Oktober Teile der Bundesbehörden schließen müssen. Das Thema Shutdown ist aber diesmal nicht erledigt. Als Knackpunkte gelten weiterhin die von den Republikanern geforderte Beendigung der Mittelbereitstellung für die Ukraine sowie die Bereitstellung von zusätzlichen Geldern für die amerikanische Grenzsicherung. Aus aktuellem Anlass noch eine Eilmeldung. Wie soeben verlautbart, haben in der Nacht auf heute radikale Republikaner den Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy abgesetzt. Diese Aktion bringt das US-Parlament vorerst einmal zum Stillstand. Es bleibt also spannend, wie die für uns so relevanten Einflussfaktoren auch in Zukunft die Kapitalmärkte in die eine oder andere Richtung schwanken lassen. Unser Update dazu gibt es auch nächste Woche wieder. Danke fürs Dabeisein, viel Erfolg und Gruß geht raus, euer Christian Leinweber. Thank you.